Ich finde, BP hat so viel Potenzial, aber die haben BP verkackt in Universe. Also meiner Meinung nach ist das Game weit entfernt von gebalanced. Leider gibt es aber einige Leute, die behaupten, es wäre extrem gebalanced oder sehr gut gebalanced. Aber verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil es ist... Also so heftig angebalanced war es auch in Fly PC eigentlich. Und Balancing heißt ja nicht, dass alle den gleichen Schaden machen sollen und so. Sagt ja auch keiner. Und es geht ja auch um viel mehr als nur Schaden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Bill Poster und Knight sind die einzigen beiden Klassen, die keinerlei Geschwindigkeits- oder Utility-Skill haben, der sie irgendwie von Bossmonster-Angriffen oder so wegbringt oder ihnen beim Pullen, wie zum Beispiel beim AOE-Spielen helfen und so. Holy crap. Und ich meine, was ist das Argument dafür? Okay, Bill-Poster im PvP vielleicht, aber es gibt ja für alles eine Lösung. Ich meine, es geht ja, also wenn ich über sowas rede, dann rede ich ja immer von PvE, weil ich ja sowieso kein PvP spiele. Und ich meine, im PvP, also ich finde aber, also ich hasse es, wenn Leute anfangen, über PvP zu reden, wenn du gerade über PvE-Balancing redest. Sicherlich muss PvP auch gebalanced werden, aber das hat einfach nichts miteinander zu tun. Also PvP ist nochmal komplett getrennt. Und wir haben das doch eh schon in Fly Universe, dass jeder Skill oder fast jeder Skill im PvP anders funktioniert als im PvE. Andere Cooldowns, andere Wahrscheinlichkeiten, alles anders, wenn der Skill wirklich stark ist. Wird er meistens für PvP angepasst, damit er dort eben nicht so stark ist oder nicht zu stark ist. Und das passt ja. Und deswegen verstehe ich nicht, also klar könntest du bei Bill Poster sagen, wenn der jetzt einen Blinkpool oder einen Branding Entry Skill bekommen würde im PvP, das wäre geistesgestört. Da würde er Blinkpoolen und jemanden dann Asar in die Fresse klatschen. Natürlich wäre das zu stark. Aber entweder machst du den Skill dann für PvP gar nicht, also sagst du, im PvP gibt er 5% Geschwindigkeit, hat einfach einen komplett anderen Effekt oder so. Oder du lässt ihn einfach für PvP gar nicht zu, er funktioniert dann einfach nicht. Oder so. Es gibt ja für alles eine Lösung. Deswegen hasse ich das, wenn Leute anfangen, über PvP zu reden, wenn du gerade über andere Probleme redest, wie zum Beispiel AOE und dann kommt jemand mit, ja, aber was ist mit PvP? Und dann sage ich, ist mir scheißegal, was mit PvP ist. In dem Fall geht es ja nicht um PvP. Und das kann man ja machen. Haben sie ja schon gemacht. Alles, oder die meisten Skills, die relevant sind, funktionieren im PvP anders. Und das kann man da ja auch machen. Also gibt für mich keinen logischen Grund, warum Knight und BP die einzigen Klassen sind, die keinerlei Branding Entry, Blinkpool oder Fastwalker-mäßigen Skill haben. Vor allem Blade hat's bekommen. Blade ist so stark in so vielen Aspekten und Knight bekommt's nicht. Was ist das für eine Logik? Na gut, Ringmaster hat's auch nicht. Ringmaster hab ich vergessen. Fair. Ich meine, Ringmaster hat andere Skills, I guess, die auch ziemlich gut sind. Also, weiß ich nicht, ob Ringmaster es zwingend bräuchte, aber ja. Wie gesagt, also es gibt so viele Aspekte, wo das Game überhaupt nicht gebalanced ist. Und trotzdem gibt es Leute, die behaupten, es ist extrem gebalanced oder so gut gebalanced war es noch nie. Und da bin ich persönlich halt ganz anderer Meinung. Also, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm wie Fly PC. Aber ehrlich gesagt, also keine Ahnung, ich meine, so schlimm war Fly PC jetzt eigentlich auch nicht. Also, im Fly PC war das größte Problem auch auf jeden Fall der Damage. Und das ist in Fly Universe 1:1 das gleiche. Ich habe mit meinem Jester schon ziemlich gutes Equipment und mache nicht mal ein Drittel von dem Schaden von einem Blade mit dem gleichen Equipment. Also ist eigentlich 1:1 das gleiche, hat sich einfach übertragen. Power Creep und vor allem Blade. Und dann, wie gesagt, so Kleinigkeiten halt mit solchen Skills. Und wie gesagt, ich meine, das Ziel ist ja nicht, dass ein Bill-Poster genauso schnell AOE't wie ein Mage. Soll ja nicht sein, weil der Hauptvorteil von Mages ist AOE'n. Sagt ja, wie gesagt, keiner, dass das so sein soll. Aber nur weil es nicht genauso gut sein soll, heißt es ja auch nicht, dass es grottenschlecht sein soll. So schlecht, dass jeder sagt, spiel's lieber gar nicht erst. Spiel's nicht. Also wenn jemand nach AOE-WP fragt und die erste Reaktion ist, spiel's lieber nicht, dann weißt du, da stimmt was nicht. So sollte es nicht sein. Eigentlich. Ich meine, es wird immer jemanden geben, der am besten irgendwo ist. Es wird immer Blade sein, der den meisten Schaden macht. Und es werden immer Mages sein, die am besten im AOE sind.
Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass alle gleich gut sind. Es geht nur darum, dass manche nicht so schlecht sind, dass, wie gesagt, die erste Reaktion ist, dass du jemandem sagst, spiel's nicht, mach's nicht. Und daran müsste man schon arbeiten. Und ja, hoffentlich mit dem nächsten Job-Change. Hoffentlich, aber ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen. Das Problem ist immer, wenn sie neues Equipment und auch neue Skills rausbringen, wird es halt wieder ein neues Unbalancing geben. Dann wird wieder irgendeine Klasse einen Skill bekommen, der wieder vielleicht zu unfair ist oder zu stark ist. Den die anderen Klassen dann auch wieder nicht haben. Also hoffentlich nicht. Aber kann schon sein. Wissen wir erst, wenn es dann kommt, tatsächlich. Ich meine, die 100er Skills, sage ich mal, okay. Das war nur ein Skill. Bei der Third Job Change werden ja alle Klassen mehrere Skills bekommen. Das wird ein bisschen anders sein. Ich meine, wenn jede Klasse nur ein Skill bekommt, klar, dann wird es ein paar Skills geben, die sind besser, ein paar Skills, die sind schlechter. Und da jeder nur ein Skill bekommt, ja, schwierig. Jester's Blast zum Beispiel mussten sie auch nochmal reworken. Weil ich der Meinung bin, dass das Skill immer nochmal ein Rework bräuchte. Da war es auch so, dass manche Skills stärker waren als andere. Aber dadurch, dass sie ja dann die Chance haben... Also ich meine, theoretisch würde ich bei Third Job sagen, jede Klasse sollte Minimum 5 Skills bekommen, wenn nicht sogar mehr. 5 bis 10. Und da hätte man dann schon die Möglichkeit, einiges zu fixen, was jetzt auf jeden Fall nicht so gut läuft. Aber wie gesagt, ob sie das machen, ist die andere Frage. Und wenn sie es halt nicht machen, dann schwierig. Dann werden vermutlich ein paar Leute aufhören zu spielen. Weil wenn der Third Job, sag ich mal, bei gewissen Klassen die Kernprobleme nicht fixt, die manche Leute mit der Klasse haben, dann weißt du ja, okay, jetzt wurde das Level-Limit erst auf 190 erhöht. Es gab erst neue Klassen, literally. Und es gibt ja auch nur 3 Job-Changes im FluffPC. Also unwahrscheinlich, dass dann so schnell noch ein 4. kommt oder nochmal neue Skills. Das heißt, wenn es im nächsten Update in Anführungszeichen nicht gefixt wird, dann kannst du noch ein paar Jahre warten, im blödesten Fall. Und das werden halt viele dann nicht mehr mitmachen. Wenn es ihnen dann nicht gefällt. Aber ich hoffe, das wissen die und dann werden sie sich da schon Mühe geben. Und ich hoffe, die Entwickler sehen das nicht so wie manche Leute, dass sie sagen, das Game ist nicht unbalanced. Das wäre schlecht. Weil dann wird es sich auf jeden Fall nicht verbessern. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil eigentlich die Entwickler müssten es ja am besten wissen. Eigentlich. Also, selbst wenn sie es nicht wüssten von Spielerfahrung, weil von Spielerfahrung wissen sie es wahrscheinlich nicht, weil sie werden wohl kaum das Spiel so viel spielen wie wir. Aber von Feedback müssten sie es ja wissen. Wenn du jahrelang Feedback zu dem Spiel bekommst, müsstest du ja trotzdem Experte sein, selbst wenn du nie das Spiel gespielt hast. Einfach nur vom Feedback lesen. Hoffentlich lesen sie halt das richtige Feedback und nicht diesen gequälten Fehlerfanz, den manche Leute von sich geben, wie zum Beispiel, dass das Game nicht unbalanced ist. Oder zum Abschluss der Thematik, muss noch die Kriton-Wette starten. Was ich auch hasse, ist, wenn Leute sagen, zum Beispiel beim Damage. Ich meine, Damage ist immer das Schwierigste, weil, wie gesagt, alle Klassen können und sollen nicht den gleichen Schaden machen. Aber was ich auch hasse, ist, wenn jemand sagt, du sagst, Blade macht mit Abstand den höchsten Damage und andere Klassen haben dafür teilweise keine wirklichen Vorteile, wo du sagen kannst, okay, lohnt sich. Und dann kommen Leute und fangen an mit, ja, aber das Equipment ist ja günstiger oder teurer. What the fuck hat das mit irgendwas zu tun? Also ich meine, das Equipment ist deswegen so unterschiedlich, weil es unbalanced ist. Wenn es gebalanced wäre, dann wären die Preise nicht so unterschiedlich. Das ist der einzige Grund, warum es so unfassbar und krasse Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen Jester und Blade. Ist, weil Jester Hundescheiße ist und Blade extrem gut. Und Blade braucht 2 Waffen. Definitiv auch ein Argument. Aber das ist einfach so ein Dogshit-Argument, weil wenn Blade die schlechteste Klasse im Spiel wäre und kein Damage machen würde, dann wäre er auch nicht so teuer. Selbst mit 2 Waffen wäre er dann viel günstiger. Also es hängt ja alles miteinander zusammen, also es ergibt überhaupt keinen Sinn, das Argument.
Und vor allem sollte das vom Spiel her ja egal sein, weil ich meine, das Balancing vom Spiel sollte sich nicht an den Ingame-Preisen, die von den Spielern geschaffen wurden, orientieren. Das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Sondern die Ingame-Preise sollten sich am Balancing orientieren. Und das heißt, da liegt das Kernproblem. Wenn sie Blade zum Beispiel extrem viel schlechter machen würden, würden höchstwahrscheinlich auch die Preise sinken. Ranger ist so eine Ausnahme, weil Ranger eigentlich nicht so ultra krass ist. Er ist halt Ranger ist ziemlich gut gebalanced, der kann alles machen im Spiel und ist in allem nicht der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Der hat so einen Sonderstatus. Aber er ist halt auch einfach extrem beliebt, wahrscheinlich wegen Bogen. Viele Leute lieben Bogen-Charakter und so. Also bei Ranger ist schwierig zu sagen, warum er so beliebt ist. Ist definitiv nicht an eine Sache festzumachen. Wobei Ranger schon immer extrem beliebt war und Bowjester. Das ist auch ein bisschen historisch bedingt wahrscheinlich. Aber der ist so ein bisschen eine Ausnahme, aber bei allen anderen kannst du es eigentlich wirklich ablesen. An der Beliebtheit hängt der Preis. Die Beliebtheit hängt am Balancing. Und von dem her ist wieder alles letztendlich oder fast alles vom Balancing abhängig auch. Also müsste man da ansetzen und dann ist auch dieses Preisargument nicht mehr so relevant. Außer wie gesagt bei Ranger. Ranger müssen sie schon ziemlich verkacken, dass der unbeliebt werden würde, weil er ist jetzt schon, wie gesagt, nicht überall der Beste.